Der Workshop mit Marcel gestern war super cool, vor allem deshalb, weil er so kurzweilig war. Das war viel Wissen in kurzer Zeit transportiert, ohne das Gefühl zu vermitteln, dass es anstrengend ist, sondern es war sehr in kleine Nuggets, wie man so schön sagt, verpackt. Ich konnte jederzeit gut folgen, angenehme Atmosphäre. Marcel gibt einem nicht das Gefühl, dass es irgendwie ein Gap gibt, sondern es ist sehr auf Augenhöhe, was ich sehr schätze. Mag ich gerne sowas. Modernes Lernkonzept, finde ich sehr cool. Ja. Ich habe tatsächlich noch nie von Deep Democracy gehört, deswegen war es für mich doppelt spannend, weil ich dachte, okay, krass, endlich mal was ganz Neues. Zu vielen Themen hat man ja im Leben schon was gehört, aber das war neu für mich. Umso erstaunlicher war es für mich, dass es ja wirklich um eine moderne Streitkultur geht. Was für Dynamiken können in Unternehmen bei den Mitarbeitenden herrschen? Wie erkenne ich die auch? Super Erkenntnis auch, dass zum Beispiel schon, wenn Mitarbeiter öfter auf der Witzebene unterwegs sind, dass das schon ein Zeichen ist von Frustration und dass da was dahinter stecken kann. Und wie ich das erkennen kann und die Kette dahinter aussieht, wie es da auch Steigerungen gibt. Super spannend und direkt mitnehmen und anwendbar, ne? Also richtig gut. Also wenn ich an Marcel denke, dann denke ich an einen jungen, dynamischen Trainer, der, wie gesagt, sehr auf Augenhöhe unterwegs ist, immer wieder Ausflüge mit einem macht, wenn die Teilnehmenden Fragen haben. Der wirkt unglaublich versiert und strukturiert, aber dabei nicht steif oder starr, sondern du hast das Gefühl, es geht genau immer, was die Gruppe braucht, kommt jetzt dran. Das ist sehr rundes Training gewesen und ich hatte viele Trainings schon im Leben, ne? Und kann das irgendwie für mich ganz gut einordnen. Das war State of the Art, sehr cool, ja. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass der Ansatz von Deep Democracy für jeden Menschen richtig ist in jeder Art von Unternehmen. Das ist egal, ob du Startup bist, Mittelständler, Großkonzern, ob es um ein Team geht oder eine ganze Führungsriege. Das ist ein Ansatz, mit dem kann wirklich jeder und jede etwas anfangen. Deswegen würde ich das uneingeschränkt empfehlen, tatsächlich.